Herzlich willkommen zum Online-Satzang heute Abend. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Hier im Online-Satzang hast du Gelegenheit, mir Fragen zu stellen, wenn du möchtest. Und ich werde versuchen, etwas dazu zu sagen. Das geht entweder im Chat über die YouTube-Übertragung oder in der Zoom-Übertragung. Du kannst auch direkt zu mir sprechen, wenn du das möchtest. Das geht über Zoom. Dann brauchst du nur ein Handzeichen geben in der Zoom-App. Simone wird es sehen und sich da dann drum kümmern, dass du drankommst. Und wenn es keine Fragen hier online gibt, habe ich noch einige E-Mail-Fragen, die ich dann vorlesen und beantworten kann. Und das ist das, was wir hier 1,5 Stunden lang machen heute Abend. Und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier sein darf und mit dir und mit euch zusammen sein darf. Es ist für mich einfach nur ein Segen und eine Freude. Simone, gibt es denn schon Fragen auf deiner Seite? Nein, auf meiner Seite gibt es aktuell noch keine Fragen, Michael. Ja, fein. Dann fange ich hier mit einer E-Mail an, die ich vorlesen werde. Ich habe Unklarheiten in Bezug auf den Begriff Karma, vor allem gutes Karma. Deshalb habe ich mir dein Video zum Thema Karma angeschaut und das war sehr hilfreich. Manches kann ich jetzt besser verstehen, aber immer noch sind viele Fragen da. Verstehe ich das richtig, dass wenn jemand in seinem letzten Leben ein gutes Leben hatte, wo ihm vieles gelungen ist und er dabei dies alles als seinen persönlichen Verdienst gesehen hat, dann bekommt er im nächsten Leben wieder ein gutes Leben und damit eine neue Chance, sein Ego abzutragen und das gute Leben als Geschenk des Himmels zu sehen? Und wenn er dies im jetzigen Leben wieder nicht lernt, kann ein gutes Leben nicht doch auch das Ergebnis eines vorangegangenen Lebens sein, in dem der Mensch vieles gelernt und richtig gemacht hat? Wenn sich das Bewusstsein erweitert, ist es dann möglich, in einem einzigen Leben alles verbleibende Karma, Gutes wie Schlechtes, aufzulösen, auch wenn da noch eine große Karmalast vorliegt? Oder ist die Erweiterung des Bewusstseins nur möglich, wenn nicht mehr schwere Karmalasten da sind? Herzlichen Dank für die Frage. Ja, diese Begriffe wie Karma, die sind gerade für uns hier im Westen sehr schwer zu verstehen, weil sie nicht aus unserer Kultur stammen. Und Swamiji spricht sehr oft über Karma. Und bevor ich was zu deiner Frage sage, muss ich dazu sagen, dass ich auch nur das weiß, was ich von Swamiji gehört habe. Also alles, was ich sagen kann, ist meine eigene, ja, mein Verständnis dessen, was ich von Swamiji zu diesem Thema höre. Und er hat immer wieder dazu gesprochen, er hat in vielen seiner Darshans dazu gesprochen, seinen Diskursen, in seiner Autobiografie steht viel darüber drin. Also wenn du willst, kannst du auch immer direkt zur Quelle gehen. Ich möchte es einfach immer wieder erwähnen, obwohl ich natürlich total gerne darüber spreche und auch total gerne deine und eure Fragen beantworte, dass ich hier meine Erfahrungen und mein Verständnis der Dinge teile. Aber dass es alles von Swamiji kommt. Und dass ich ihn natürlich nicht interpretieren kann. Ich kann auch Swamiji nicht erklären, weil ich selber einfach ein Schüler bin. So wie du. Ja. Ja, das wollte ich einfach mal voranstellen. Ja, du hast es in deiner Frage schon richtig formuliert. Beim Karma geht es darum, wenn wir Dinge tun, ganz gleich, ob es gute oder schlechte Dinge sind,
und wir dabei das Gefühl haben, ich tue es. Ja, wenn ich dann das Gefühl habe, ah, ich bin toll, ich habe was Tolles gemacht. Ja, oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe was Schlechtes gemacht, dann erzeugt das Ego. Das verstärkt das Ego, das verstärkt dieses Ich, diese Identifikation. Das ist im Grunde der Kern von Karma. Wenn ein Mensch Dinge tut und glaubt, ich tue das. Die Karma-Last ist sozusagen das Ego, das dabei entstanden ist, das Ich-Gefühl, das dabei entstanden ist. Und dieses Ich-Gefühl, diese Last, die nehmen wir mit ins nächste Leben. Und im nächsten Leben, also in diesem Leben, wo du jetzt gerade bist, da hast du dann die Gelegenheit zu entdecken, dass es dieses Ich in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und wenn man das einmal entdeckt hat, dann wird es interessant. Dann hat man zum ersten Mal sozusagen die Wahl, das Leben jetzt weiterzuleben und die Dinge geschehen zu lassen, gute oder Dinge, die ich nicht so gut finde, ohne das Gefühl, der Handelnde zu sein. Und wenn ich das kann, dann verdampft das Ego ganz allmählich. Es ist so, wir kommen in dieses Leben, in diesen Körper, um, genau wie du das sagst, das Karma des vergangenen Lebens abzubauen. Oder um es mal ins Westliche zu übersetzen, um das Ich-Gefühl, das im letzten Leben entstanden ist, abzubauen. Aber wir leben dann dieses neue Leben und machen in diesem neuen Leben wieder Dinge und wir machen sie dann normalerweise wieder auf eine Art und Weise, die neues Ich-Gefühl erzeugt. Ich bin gut, ich habe es gut gemacht. Ich bin schlecht, ich habe es schlecht gemacht. Das wurde mir angetan, das wurde mir geschenkt. Und dann sind wir am Ende dieses Lebens und haben wieder eine neue Last-Ich-Gefühl aufgebaut. Und das ist der Grund, warum dieses Karma-Rad, von dem die Inder sprechen, ja, dass es immer weitergeht. Das alte Karma wird abgebaut, aber wir fangen sofort an, ein neues Ich-Gefühl aufzubauen. Und wir kommen davon selbst nicht raus, weil wir nicht wissen, wie man lebt auf eine Art und Weise, die kein neues Ich-Gefühl erzeugt. Das wissen wir einfach nicht. Und Swamiji hat das folgendermaßen erklärt. Er sagt, wenn du einem Guru begegnest, einem wie Swamiji, dann nimmt er dir das Karma dieses jetzigen Lebens ab. Er macht es dir möglich, jetzt zu lernen, dein Leben weiterzuleben, ohne neues Ich-Gefühl aufzubauen. Um das alte Karma des letzten Lebens, sagt er, muss sich jeder selber kümmern. Das hat man einfach zu durchleben. Aber er hilft dir dabei, kein neues Karma mehr aufzubauen, kein neues Ich-Gefühl mehr entstehen zu lassen. Und das ist der Trick. Und dann kann dieses Leben zu Ende gehen und das alte Karma des letzten Lebens ist aufgelöst und es gibt kein neues Karma aus diesem Leben.
Das Ich-Gefühl, das im letzten Leben übrig geblieben ist, das hat sich aufgelöst und jetzt ist kein neues Ich-Gefühl mehr dazugekommen. Und das geht nur mit einem Guru. Und mit der Samarpa-Meditation, da lernt man dann ganz praktisch zu leben, ohne die Dinge persönlich zu nehmen. Und dann ist es wirklich so, als würde das Leben von selbst geschehen und man schaut eigentlich nur noch staunend zu. Sowohl bei den guten Sachen als auch bei denen, wo man selber immer noch den Kopf schüttelt. Aber man nimmt es nicht mehr persönlich. Es ist, als hätte man damit nichts mehr zu tun. Du fragst, wie das ist, ob diese Bewusstseinserweiterung erst dann geschehen kann, wenn die Karmalast abgebaut ist. Das ist eigentlich umgekehrt. Der, der Guru hilft dir dabei, bewusst zu werden. Er schenkt dir Selbsterkenntnis, Erleuchtung. Und er schenkt dir die Samarpa-Meditation, die dir hilft, dann auch wirklich ganz allmählich zu lernen, ein erleuchtetes Leben zu führen. Und durch dieses neue Bewusstsein, dadurch wird es dir überhaupt erst möglich, so zu leben, dass kein neues Karma entsteht. Und das alte Karma, wie gesagt, das alte Karma hindert dich nicht daran, das zu lernen, aber wir haben es zu durchleben. Wir müssen einfach die Dinge erleben, die dieses Leben für uns bereithält. Aber in meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man einmal diesen Prozess begonnen hat, der Bewusstwerdung, wenn man dem Guru begegnet ist, wenn man mit dem Meditieren angefangen hat, dann geht es sehr, sehr schnell. Und Swamiji hat auch was Wunderschönes dazu gesagt. Er sagt, wenn man dann meditiert und beim Guru ist, durch den Guru ist man verbunden mit einer unglaublich großen Kollektivität von Seelen, die auch auf diesem Weg sind. Und dann ist es, als müsste man das, was man da zu durchleben hat, diese alte Karma-Last, so wie du das nennst, das, was wir aus dem letzten Leben mitgebracht haben, dann nicht mehr so intensiv erleben. Wir müssen es dann immer noch erleben, da kommt keiner drum rum, aber es wird leichter. Es gibt diese wunderschöne Stelle in der Reihe von Karma-Meditation von Swamiji. Da sagt er, wir spüren nicht mehr den Schmerz und den Stachel des alten Karmas, das wir durchleben müssen. Wir müssen es immer noch durchleben, aber es ist, als ob es uns nicht mehr so sehr berührt. Und dann ist es irgendwann vollkommen weg. Das ist meine Erfahrung. Und deswegen ist es das Beste, wenn man alles, was in diesem Leben geschieht, alles, was auf einem zukommt, einfach nur dankbar annimmt. Ja, wenn man das mit dem Karma einmal begriffen hat, dann weiß man, alles, was da kommt, ist eine Hilfe. Ja, es kommt nichts im Leben, was nicht notwendig wäre. Und wenn was kommt, was schwierig für mich ist, dann kann ich wissen, ja, das muss jetzt noch sein. Und je bereitwilliger ich das einfach annehmen kann und je unpersönlicher ich es nehmen kann, desto einfacher ist es. Ja. Und dann entsteht kein neues Karma. Und dann bin ich am Schluss, am Ende dieses Lebens frei. Frei von Karma, frei von dem Gefühl, jemand zu sein,
der etwas tut oder dem etwas geschieht. Ja, und das ist der große Segen eines Gurus, dass einem bei dieser Kehrtwende hilft. Sonst erlebt man in diesem Leben alle möglichen tollen Sachen. Man wird vielleicht erleuchtet oder sonst was oder das, was man dafür hält. Aber am Schluss dieses Lebens ist dann man halt ein erleuchtetes Ich und dann ist man trotzdem keinen Meter weitergekommen. Ja. Es geht nicht darum, dass man sich heilig fühlt, sondern dass man dieses, diese seltsame Identität, dieses Ich-Gefühl und dieses Gefühl, dass ich handle und dass ich Dinge tue, dass man das verliert. Danke für deine Frage. Ich danke dir sehr. Michael, es gibt noch keine neuen Fragen an dich aus dem So Direkt. fein, dann mache ich hier weiter. Wer ist der Handelnde? Geschieht nicht alles im Leben so, wie das Göttliche es mir gewünscht hat, auch wenn der Verstand oder das Ego andere Vorstellungen hat? Und ist das Drehbuch, der Lebensfilm mit allen Vorkommnissen und allen dazugehörigen Personen und Situationen nicht schon fertig? Und wir, das Göttliche, schauen ihn uns an? Wenn es so ist, wäre es dann unsere einzige Freiheit, alles so, wie es ist, willkommen zu heißen, frei von jeglicher Bewertung? Danke, danke für deine Frage. Die passt jetzt wirklich super zu dem, was eben gefragt worden ist. Und das ist reiner Zufall. Ich habe die Fragen gar nicht zusammensortiert, sondern es ist es so von selbst passiert. Ja, in gewisser Weise ist das Drehbuch für dieses Leben wirklich festgelegt. Und zwar von uns selbst. Ja, durch das, was wir im letzten Leben übrig gelassen haben an guten und an schlechten Taten, die wir uns selbst zuschreiben. Ja, und dieses Ich-Gefühl, dieses Karma, das sorgt dafür, dass genau solche Dinge in diesem Leben jetzt auftauchen, um uns dabei zu helfen, eben diese alten Identifikationen zu durchleben, aufzulösen und verschwinden zu lassen. Und du hast recht, wenn es uns gelingt, in diesem Leben all das, was geschieht, jetzt zum ersten Mal einfach anzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, es geschieht mir oder ich tue das, ich tue was Tolles, ich tue was Schlechtes oder was Furchtbares geschieht mir oder was Wunderbares geschieht mir, weil ich so toll bin, sondern wenn wir es einfach erleben, ohne Bewertung, ohne es persönlich zu nehmen. Das ist die Chance in diesem Leben. Deswegen sind wir hier, um das zu lernen. Und das ist in der Tat die einzige Freiheit, die wir haben. Aber die Freiheit, die hat es in sich. Es ist also so, dass im Prinzip dieses Drehbuch für dieses Leben maßgeschneidert für dich ist, damit du in diesem Leben es leicht hast, endlich dieses Ich-Gefühl loszuwerden, frei von Karma zu werden und dann so zu leben, dass kein neues Ich-Gefühl mehr entsteht. Oder, um es mal mit anderen Worten auszudrücken, so zu leben, ohne das Gefühl zu haben, der zu sein, der das tut,
oder der zu sein oder die zu sein, der das geschieht. Ja, so ist es im Leben. Das ist der Sinn und Zweck dieses wunderbaren Lebens, das wir hier haben. Danke für deine Frage. Immer noch keine Fragen, Michael. Ah, toll, dann kann ich hier weitermachen. Das Ja. ist ja toll. Darf ich dich fragen, woher du weißt, dass Gott in der Verzweiflung so nah ist? Ja, danke für diese Frage. Ich habe diese Frage erhalten, nachdem ich auf Facebook ein Zitat aus einem meiner Videos gepostet hatte, wo ich genau das behauptet habe, dass gerade in diesen Gefühlen, die wir nicht mögen, gerade in der Verzweiflung, Gott so nah ist. Und du fragst, woher ich das weiß. Ich habe das gesagt im Video, weil das meine persönliche Erfahrung ist. Daher weiß ich es. Und das kannst auch du rauskriegen. Wenn du ein sehr intensives Gefühl erlebst, das für dich wirklich schwierig ist, wenn du dich zum Beispiel verzweifelt fühlst oder total verkehrt, dann ist es deine normale Reaktion, dieses Gefühl nicht haben zu wollen. Du hast aber auch eine andere Möglichkeit. Du kannst das Gefühl, das du in dir spürst, diese Energie, die du in dir spürst, auch einfach fühlen, einfach willkommen heißen. Sozusagen dem Gefühl Raum geben, es ganz nah an dich rankommen lassen. Fast so, als würdest du in diesem Gefühl sein, ohne dass du dich wehrst, ohne dass du es weghaben möchtest, ohne dass du es bewertest oder verdammst. Und wenn du das machst, dann wirst du was ganz Erstaunliches feststellen. Ich hatte erst heute wieder persönlich so eine Erfahrung und ich habe sie gerade eigentlich immer noch gerade. Ja, bei mir wurde heute Abend, am frühen Abend, mal wieder so ein richtig schönes altes Gefühl ausgelöst. Ja, was mich einfach nur traurig macht. Traurig und sehr, ja, sehr gedämpft. Und dann das einfach zulassen. Und als würde man sich davon tragen lassen. Ja, als würde man sich in die Hände dieses Gefühls begeben, sozusagen, und darin baden. Ganz still. Dann ist es wirklich, als werde ich getragen. Dann, ich fühle mich immer noch so, aber plötzlich ist es ein Segen. Plötzlich ist es für mich, als wäre es ein Geschenk. Als wäre ich darin, als würde ich da an den Ort kommen, wo ich aufgehoben bin, wo ich getragen werde, in Gottes Schoß. Und das habe ich immer und immer und immer wieder erlebt. Und deswegen sage ich, dass Gott in der Verzweiflung so nah ist. Wenn wir es der Verzweiflung gestatten, uns nahe zu sein. Ja, wenn du die Verzweiflung nicht haben willst, wenn du sie von dir weghältst, dann erlebst du was anderes. Aber wenn du ganz innig mit ihr wirst, ganz intim, dann ist es wirklich, als ob du damit nicht nur die Verzweiflung an dich ranlässt, sondern auch Gott oder dich selbst. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn man diese Gefühle willkommen heißt, die man normalerweise eigentlich gar nicht haben möchte, wenn man die stattdessen lieb hat und willkommen heißt,
das, was man dann erlebt, ist, dass man eigentlich sich selbst liebt und sich selbst willkommen heißt. Man findet dann in diesen Gefühlen Trost und Unterstützung, ja, obwohl man eigentlich dachte, das Gefühl ist das Problem. Dabei ist das Gefühl in Wirklichkeit die Hilfe, die dir dabei hilft, zu dir zu kommen, nach innen. Und da findest du Gott. Ja, so ist das. Danke für deine Frage. Kannst gerne noch weiter lesen. Ja, Weil klasse. Weil ich beantworte total gerne Fragen, wenn Leute im Chat welche haben, aber ich lese auch gerne weiter. Ich habe eine Kollegin, die mich laufend provozieren will, ärgert und mich wahrscheinlich falsch einschätzt. Sie ist aber zu vielen Kollegen so. Mich nervt das sehr. Was kann ich machen? Das geht schon seit Jahren so. Danke. Ja, wer kennt das nicht? Ja. Ja, da sind wir wieder beim Thema Karma. Es gibt so Sachen, die einem ständig passieren und wir sind einfach nur total irritiert oder genervt davon. Aber wenn man dann mal beginnt, das Leben so zu akzeptieren, wie es nun mal ist, einschließlich von solchen Kolleginnen oder Kollegen, dann beginnt man das, was da bei mir ausgelöst wird, durch solche Vorfälle anzunehmen. Ja, wenn ich einmal den Verdacht hege, dass das in Wirklichkeit womöglich ein Geschenk ist, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe, dann lasse ich das an mich ran. Und wenn ich dann diese Gefühle fühle, ja, also einer Kollegin, wie fühlst du dich dann? Du ärgerst dich, du wirst wütend, du fühlst dich vielleicht hilflos, machtlos und dann diese Gefühle fühlen, ja, still und heimlich in dir drin, immer wieder, immer wieder. Dann passiert das, was wir vorhin, worum es vorhin ging, dann wird dieses alte Karma abgebaut. Was heißt, ich lerne diese Dinge anzunehmen, ohne zu denken, ich will das nicht, ohne zu denken, das sollte aber anders sein, ohne zu denken, ich will aber ein anderes Leben haben, sondern ohne dieses Ich-Gefühl sozusagen, einfach zu sagen, okay, so ist es, alles klar, das fühle ich jetzt, so ist es einfach. Und meine persönliche Erfahrung in meinem Leben, ich habe das natürlich auch oft erlebt, solche Dinge, ja, solche Erlebnisse, die immer und immer und immer wieder kommen, wo ich überhaupt nicht weiß, was man tun soll. Man kann auch nichts tun. Ja, du kannst die Kollegin nicht verändern. Und wenn du wegen ihr den Job wechseln würdest, dann bin ich mir sicher, dass du im nächsten Job jemanden Ähnlichen haben wirst, weil uns unser Karma halt folgt. Das ist einfach so. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn man damit Freundschaft schließt, wenn man diese Gefühle fühlt und annimmt und aufhört, gegen das zu kämpfen, was dadurch in mir ausgelöst wird, dann verändert sich das im Außen. Es ist wirklich magisch. Ich habe das zahllose Male erlebt. Und je weniger ich gegen irgendetwas in meinem Leben kämpfe, emotional, innerlich, desto weniger Probleme habe ich. Die sind dann einfach weg. Und die Dinge, die diese Probleme früher getriggert haben, die verschwinden dann einfach. Normalerweise versuchen wir es umgekehrt. Normalerweise versuchen wir rauszukriegen, was muss ich tun, damit diese Kollegin das nicht nochmal tut.
Ja, dann vielleicht spricht man dann mit ihr, aber dann merkst du, das hat gar keinen Sinn. Im Gegenteil, dann hat die nur noch mehr Spaß, dich zu ärgern. Oder man holt sich Hilfe und macht eine Mediation oder sonst was. Aber das eigentliche Problem geht damit nicht weg. Die eigentliche Herausforderung ist, mit dem Frieden zu schließen, was dadurch in mir ausgelöst wird. Dann verschwindet es, ich verspreche es dir. Ich danke dir. Darf ich noch weitermachen? Ja, mhm. Bitte. Hier schreibt ein Mann, einer der wenigen Männer, die schreiben. Oft sind es nur die Frauen. Ich habe das Gefühl, meine tiefste Verletzlichkeit einfach nicht so wirklich betreten zu können. Oder immer mal nur für ganz kleine Momente. Da, wo Intimität passiert oder passieren könnte, geht mein System sehr schnell in Verschlossenheit, in Scham und Ängste. Es ist sehr schwer, verkörpert zu bleiben, sobald sich Lustgefühle in mir melden. Was aber nun mal alle 1 bis 2 Wochen irgendwann unüberhörbar passiert. Der Körper wünscht sich eben Sexualität und irgendwann auch eine Entladung dieser Energie. Ich wünschte, ich könnte mit meiner Lust und diesem ganzen Tanz wirklich im Licht stehen, anstatt alles immer wieder im Keller zu verstauen. Hast du vielleicht noch einen Rat? Die Scham einfach total zulassen? Im Feuer stehen bleiben? Den Gedanken nicht glauben? Spüren, was im Körper passiert, ohne Urteil und ohne es anders haben wollen? Ach, danke, danke. Ich freue mich immer sehr, wenn solche Männerthemen angesprochen werden, weil es die Männer damit oft besonders schwer haben mit solchen Dingen. Als Mann kann man sich, wenn es um Sexualität geht, wirklich sehr verkehrt fühlen. Was ich dir raten würde, ist, dass du wirklich viel, viel Geduld mit dir hast. Und ansonsten einfach das machst, was du alles schon vorgeschlagen hast. Ja, wirklich einfach erleben, wie es für dich ist, immer wieder. Und dabei ganz allmählich lernen, das ohne Bewertung und Verurteilung zu erleben. Ja, du erlebst sexuelle Gefühle und es löst in dir Panik aus und Scham und Angst. Und dann denkst du, ja, aber ich sollte damit keine Scham haben, ich sollte davor keine Angst haben, ich sollte das souverän erleben können. Aber, aber, aber einfach so zu sein, wie du bist, dieser irgendwie verklemmte, verkorkste Mensch, der mit diesen vollkommen normalen Gefühlen, die zum Leben dazugehören, einfach ein riesen Ding hat. Und du weißt überhaupt nicht warum. Du brauchst da nichts ausleben, du brauchst da nichts möglich machen, damit irgendwas Gutes geschieht. Aber einfach zu lernen, zu sagen, okay, so bin ich, so ist es für mich. Sozusagen mal zu überprüfen, ob das wirklich ein Problem ist, so wie du bist. Ja, alles in dir sagt, da gibt es ein Problem an dir. Ja?
Die Scham ist ein Problem, und die sexuellen Gefühle sind ein Problem, und dass der Körper den Wunsch signalisiert, eine Entladung zu haben, das ist auch ein Problem. Aber sich so ganz allmählich zu trauen, überhaupt mal zu erleben, wie es wirklich für einen ist, das ist mein Rat. Und das braucht Zeit. Ich bin ja auch ein Mann in diesem Leben und ich hatte jetzt nicht solche Gefühle wie du in diesem sexuellen Bereich, aber was ich sagen kann, ist, dass ich mein gesamtes Leben lang, wenn es um Sex ging, immer unentspannt war. Ich dachte früher immer, ich genieße Sex. Eigentlich dachte ich mag das. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich überhaupt nicht entspannt damit bin, dass ich eigentlich überhaupt nicht weiß, was da überhaupt passiert, weil ich emotional gar nicht wirklich da bin. Und dann hat es 5, 10 Jahre gedauert, ja, als ich bei Soham war und gelernt habe, meine Gefühle zu fühlen. Nicht nur in dem Bereich, sondern alle meine Gefühle, überall. Mich langsam kennenzulernen, meine Gefühle zu akzeptieren, mich zu akzeptieren, so wie ich bin. Und dann halt auch in diesem sexuellen Bereich zu entdecken, wie ich mich da fühle und damit Frieden zu schließen. Ja? Und dann immer mehr zu entdecken, wie ich mich da eigentlich fühle. Völlig unentspannt, total unsicher, immer Angst, einen riesen Fehler zu machen. Die Frauen haben dieses uralte Erbe, das seit Generationen und Abergenerationen weitergegeben wird, dass an ihnen schreckliche Dinge getan wurden. Und die Männer haben diese uralte Last, dass das, was Männer potenziell tun können, schreckliche Dinge sind. Und das haben wir Männer in uns. Auch wenn du ein Mann in diesem Leben bist, der nie irgendwas Böses getan hat. Aber wir tragen das in uns. Vielleicht kommt es auch aus dem letzten Leben. Wir haben ja vorhin über Karma gesprochen. Wer weiß, was ich im letzten Leben alles angestellt habe. Aber selbst wenn es das nicht ist, als Mann weiß man um diese kollektive Schuld des Männlichen. Ich will es mal so sagen. Und bei allem, was man fühlt und möchte im sexuellen Bereich, gerade wenn man beginnt bewusst zu werden, wenn man beginnt sich selbst kennenzulernen und selbstkritisch zu beobachten, dann, dann denkt man, um Gottes Willen, das darf auf keinen Fall passieren, dass ich jetzt hier auch noch was falsch mache. Ja? Und ich hatte irgendwann mal das Gefühl in meinem Leben als Mann, dass ich dadurch, dass ich damit allmählich Frieden schließe, und wie gesagt, das hat Jahre gedauert, als würde ich dann dadurch eine Schuld abtragen und mit etwas Frieden schließen, was gar nicht meins ist, aber was eben dieser Mann-Frau-Situation und zu dieser Mann-Frau-Gesellschaft gehört, aufgrund der Vergangenheit, die wir miteinander hatten, die beiden Geschlechter. Nimm es also nicht persönlich und sei geduldig. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass sich da was ändert. Aber was wirklich ein Segen ist, ist, wenn du damit, wie es jetzt ist, in Frieden kommen kannst. Das ist das große Geschenk. Und ob du dann Sexualität entspannt genießen kannst oder nicht, wird dann irgendwann zweitrangig. Wahrscheinlich wird es das dann, so war es bei mir. Aber, aber das eigentliche Geschenk ist dieser Frieden und diese Entspannung, die dann kommt.
Man weiß gar nicht, Frieden womit? Mit irgendwas Uraltem. Ein Guru hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, wenn wir erwachen, wenn wir bewusst werden, wenn wir hier ankommen, dann ist es, als würden wir unsere Eltern dadurch erlösen und wahrscheinlich noch viele Generationen davor. Und so fühlt es sich für mich wirklich an. Wir wissen gar nicht, womit wir da alles Frieden schließen. Es ist wirklich, als würden wir da eine alte Last abtragen. Und wenn man das bereitwillig tut, wenn man sozusagen sagt, okay, ich weiß nicht, wo das herkommt, ist mir auch völlig egal, es ist jetzt hier und jetzt kümmere ich mich drum, dann, dann geschieht dieser große Segen, dass du in Frieden kommst. Ich habe das bei meinem Vater noch erlebt. Mein Vater war ein toller Kerl, aber vollkommen unbewusst. Und der hat haarsträubende Sachen gemacht. Er war nicht böse. Es war kein böser Mensch, aber er war total unbewusst. Und dem sein Vater, der war noch viel unbewusster. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles passiert ist. Und wir sind jetzt die Generation, die bewusst werden darf. Das, das Riesengeschenk. Es ist so ein Geschenk. Und es ist eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist ganz, ganz einfach. Frieden schließen mit dem, wie du dich jetzt fühlst. Und wie du dich fühlst als Mann, ich verstehe dich so gut, das, das ist dieses ganze alte Zeug. Und dazu bereitwillig und, wenn es geht, voller Freude Ja zu sagen. Das ist der Weg. Ich danke dir. Ich danke dir für deinen Mut zu fragen und zu schreiben. Vielen Dank. Jetzt habe ich 3 Fragen, Michael, für dich. Ah, wie schön. Da freue ich mich aber sehr. Die erste kommt von Martina. Ich lese sie vor. Hallo Martina. Schön, dass du da bist. Lieber Michael, seit einigen Monaten lebe ich in einem Trennungsprozess mit meinem Mann, mit dem ich 30 Jahre zusammengelebt habe. Dieser Prozess ist so unendlich traurig. Jedoch muss ich diesen Weg gehen. Diese Traurigkeit ist körperlich sehr schmerzhaft und spürbar und ich fühle mich manchmal so schwach. Und es stimmt, dass ich in diesen Phasen sehr mit mir verbunden bin und mit meinem Herzen. Und wenn ich mit dem Herz verbunden bin, dann ist da ganz viel Offenheit und Verletzlichkeit und Verbundenheit. Immer wieder spüren, sagst du. Aber es ist auch schwer, oder? Das ist die schwierigste und größte Aufgabe, die wir haben. Und die einzige. Aber die hat es in sich. Und die Aufgabe, ich finde das faszinierend. Immer wieder habe ich das Gefühl, das Fühlen dieser Gefühle ist eigentlich ganz leicht. Aber immer wieder bereit dafür zu werden, sie zu fühlen. Als gäbe es da immer diesen Widerstand, diese Überwindung, die ist schwer. Immer wieder zu sagen, ja, ich fühle das. Und wenn ich dann anfange zu fühlen, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Dann ist es ein Geschenk, dann ist es intensiv und es erfordert viel Kraft und viel Energie, aber es ist ein Geschenk. Aber immer wieder an diesen Punkt zu kommen, wo man sagt, ja, das, das ist wirklich schwierig. Und es ist auch es geht mir auch so, wie du das sagst, wenn ich solche Phasen durchlebe, dann ist es, als ob meine gesamte Energie
dafür aufgewandt wird. Und der gesamte Rest des Lebens läuft auf Sparflamme. Man geht zur Arbeit und macht das alles irgendwie, aber sobald man kann, muss man sich wieder um sich selbst kümmern und nichts Zusätzliches geht. Das kenne ich auch. Manchmal hat man das Gefühl, man kann gar nicht mehr laufen, man kann gar nicht mehr den Arm heben, weil die gesamte Energie dafür verbraucht wird, diese Dinge zu verdauen. Und das ist echt ein Segen, dass du das so bewusst und so bereitwillig erleben kannst. Das ist ein Segen für dich. Und auch hier, ich meine, was du fragst, ist eigentlich gar keine Frage. Du machst es ja schon ganz toll. Aber was ich vorhin zu dem Mann gesagt habe, kann auch ich auch dir sagen, gib dir wirklich Zeit dafür. Warte nicht aufs Ende. Gib dir Zeit dafür. Das ist eine unendlich fruchtbare Zeit, die du da gerade durchlebst. Es gab früher den Brauch, wenn, wenn der Ehepartner stirbt, dass man dann ein Trauerjahr hat. Und es gibt einige dieser alten Bräuche, die unendlich weise sind, die einfach der menschlichen Realität entspringen. Da wussten die Leute, das dauert ein Jahr, bis man ganz allmählich aus dieser Aufgabe dadurch ist und dann wieder Energie für ein Neues hat. Und wenn man dieser Aufgabe, wenn man sich der wirklich zuwenden kann, wenn man dem Raum gibt, dann ist es wirklich ein großer Segen. Und dann kommt man danach neugeboren wieder raus. Und dein Ehepartner ist jetzt nicht gestorben, aber ihr seid in der Trennung und da stirbt was. Da geht was zu Ende. Ein Teil von dir stirbt. Und das braucht auch ein Trauerjahr. Das braucht Zeit. Und wenn man das weiß, dann ist es, so geht es mir, leichter. Man weiß, das ist einfach so. Das ist für Menschen so. Und je bereitwilliger du es jetzt vermagst, zu dem Ja zu sagen, das zu fühlen, desto, das ist sozusagen die Vorbereitung auf die neue Geburt, die danach kommt. Unweigerlich. Ja. Ja, und was mir sehr dabei hilft bei diesen Dingen, ist die Samapan-Meditation. Einfach deswegen, weil ich dadurch immer wieder jeden Tag erlebe, dass ich eben nicht dieser Kerl bin, dem das alles passiert. Da ruht man einfach in diesem Raum, da oben im Kronenchakra, wo, wo keine Gedanken sind. Und auch kein Ich natürlich. Da, wo keine Gedanken sind, da ist auch kein Ich. Und selbst wenn dir das nur für kurze Momente gelingt, ist einfach nur diese Erinnerung, jeden Tag, dann wird es um so vieles leichter, das anzunehmen und nicht persönlich zu nehmen. Und ich sagte ja vorhin, wenn man mit dieser Meditation meditiert und mit diesem Guru und dieser Kollektivität verbunden ist, dann ist es wirklich, als ob dann tausende andere Menschen daran mittragen und man braucht es eigentlich nicht alleine machen. Dann wird es auch leichter. Danke, Martina. Danke. Alles ist gut.
Dann möchte ich gerne die nächste Frage vorlesen. Ja, sehr gerne. Sie kommt von Chris. Hallo Chris. Lieber Michael, du hast schon öfters über sich falsch fühlen gesprochen. Bei mir wird das gerade immer wieder sehr getriggert. Aber wenn ich ja, ich bin falsch dazu sage, dann ist das nicht auszuhalten. Dann könnte ich mich gleich umbringen, wenn ich sowieso falsch bin. So fühlt sich das dann an. Und dann gehe ich lieber innerlich weg von den Menschen und separiere mich wieder. Danke Chris. Schön, dass du dich wieder meldest. Ja, weißt du, wenn ich mich verkehrt fühle, es ist nicht so, dass ich dann zustimme und sage, okay, ich bin falsch, ich bin verkehrt, aber, aber ich sage ja zu dieser inneren Realität in mir, dass ich mich so fühle. Okay, ich fühle mich verkehrt, total verkehrt. Und dann ist einfach die erste Frage, bin ich bereit, mich so zu fühlen, wie ich mich nun mal fühle? Und wenn ich dazu Ja sagen kann, dann bin ich mir selber nahe. Ich fühle mich immer noch verkehrt, aber ich bin nicht mehr allein. Ich bin bei mir. Wenn ich mich verkehrt fühle, aber das nicht will, dann bin ich ganz allein. Dann lasse ich mich selber alleine sozusagen. Und mir geht's wie dir. Wenn ich solche intensiven Gefühle habe, dann will ich in der Regel alleine sein. Und wenn mir jemand sowas triggert, ziehe ich mich in der Regel zurück, damit ich mit meinen Gefühlen und mit mir selbst alleine sein kann. Dann kann ich dem Aufmerksamkeit geben, dann kann ich dem Zeit geben, dann kann ich meine Gefühle fühlen. Das kann ich am besten, wenn ich alleine bin. Und dann, wenn ich alleine bin und mir genügend Zeit damit gebe, dann komme ich früher oder später an den Punkt, wo ich merke, weil ich fühle mich dann immer noch beschissen, aber ich komme an den Punkt, wo ich merke, das hat mit dem Trigger nichts zu tun. Dann erinnere ich mich wieder, ja, das Gefühl kenne ich schon seit 40 oder 50 oder 60 Jahren. Und dann fühle ich mich immer noch verkehrt, aber dann weiß ich, ja, das ist halt diese alte Aufgabe, die ich in diesem Leben habe, damit Frieden zu schließen. Es ist fast so, als würde man dann lernen, sich verkehrt zu fühlen, ohne es persönlich zu nehmen. Ja, als wäre das ein Gefühl, das mit dir eigentlich gar nichts zu tun hat. Und irgendwo stimmt es auch. Es ist wirklich so. Aber wir nehmen es halt am Anfang immer unglaublich persönlich. Und das macht es natürlich nicht leichter. Das, wir sprachen ja eingangs von diesem Karma und was das eigentlich ist, ja. Das ist die Kernherausforderung dabei. Dieses Gefühl ist deswegen für dich so schwierig, weil es dich dazu bringt, es persönlich zu nehmen. Sprich, es triggert dein Ich-Gefühl. Ja, es verstärkt dieses Ego. Und das ist ganz normal. Das machen diese Gefühle. Und jetzt zu lernen, dieses Gefühl anzunehmen, ohne es persönlich zu nehmen, ohne damit neues Karma aufzubauen. Das ist das Spiel, das wir hier spielen. Darum geht's.
Und bis wir das gelernt haben, dieses Gefühl zu fühlen, ohne es persönlich zu nehmen, so lange wird es passieren. Das ist das Geschenk. Ja, das ist das, was das Ego kaputt macht, ganz allmählich. Ich meine, ich bin kein Karma-Spezialist. Ja, ich bin überhaupt kein Spezialist. Ich erzähle hier nur die Sachen, die ich in meinem Leben für mich so ein bisschen begriffen habe, dank meinem Meister Soham, dank Swamiji. Aber das ist so meine persönliche Erfahrung mit meinen eigenen Gefühlen, die ich dir da sagen kann. Danke, Chris. Ich freue mich, dass du da bist. Dann lese ich als nächstes die Frage von Amala vor. Hallo Amala, grüß dich. Hallo Michael. Meine Mutter bekommt am Montag ihre erste Chemo und sie ist sehr aufgeregt. Meine Nichte kümmert sich ja täglich um sie und hat ein Semester ihr Studium unterbrochen. Nun habe ich endlich Ferien und sie möchte mit einer Freundin ein paar Tage wegfahren und erwartet von mir, dass ich mich die Zeit um meine Mutter kümmere und auch dort übernachte. Kümmern kann ich mich, aber ich sträube mich dagegen, dort zu übernachten. Sie sagte zu mir, dass ich immer nur an mich denken würde. Das hat mich sehr verletzt. Außerdem fängt sie dann an, laut zu werden, und das geht mir auch mächtig gegen den Strich. Was würdest du tun? Liebe Grüße, Amala. Danke. Ja, wir bekommen da draußen in der Welt wirklich keinerlei Unterstützung dafür, uns um uns selbst zu kümmern. Das ist einfach so. Und du kannst den Leuten auch keinen Vorwurf machen. Sie haben es nie gelernt. Und wenn dann ein Mensch in deren Umfeld beginnt, sich um sich selbst zu kümmern, dann ist es die reinste Provokation. Weil es sie daran erinnert, dass sie sich eigentlich auch um sich selbst kümmern müssten. Aber sie können es nicht. Und das Spiel funktioniert so, nur so lange, solange alle mitspielen. Ja, wenn alle nicht sich um sich selbst kümmern, sondern immer nur um die anderen, dann scheint es irgendwie zu funktionieren. Auf eine ungute Weise. Und die Hilfe, die jemand gibt, obwohl er es nicht will, obwohl er oder sie damit gegen sich selbst geht, die hat immer Gift eingebaut. Die hat immer Last eingebaut. Das ist eigentlich eine ganz schreckliche Angelegenheit. Aber die Leute wissen es nicht besser. Und wenn du nur ein Zehntel von dem machst, was andere Leute machen, aber das machst du mit Freude und Hingabe, dann ist es so ein Geschenk. Das ist Unsinn. Du fragst, was ich da machen würde. Ich mache das immer so. Ich mache das so, ich versuche es nicht richtig zu machen, im Sinne von, ich bin mir jetzt wirklich treu, ich kümmere mich jetzt wirklich um mich selbst. Das mache ich nicht. Ich mache es aber auch nicht richtig im Sinne von, ich mache das, was man tun sollte, nämlich jetzt zum Beispiel in deinem Fall der Mutter helfen und dort zu übernachten, obwohl ich nicht will. Ich schaue, was ich, was ich tun kann, sodass ich mich mit mir selbst wohl und im Reinen fühle. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich merke zum Beispiel, wenn ich mich in deine Lage versetze, okay, da gibt es etwas, dazu bin ich bereit, das kann ich mir vorstellen. Da gibt es was, das kann ich mir nicht vorstellen, das will ich nicht. Und dann schaue ich, was mir möglich ist.
Vielleicht weiß ich, das will ich nicht machen. Aber ich will auch nicht sagen, dass ich es nicht mache. Ja, das ist für mich, manchmal ist das sich selbst treu sein für mich zu schwierig oder zu ätzend oder fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und dann mache ich das Verkehrte, weil, weil es mir möglicher ist. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache. Ich versuche die Dinge so zu machen, dass ich damit im Reinen bin mit mir selbst. Und manchmal weiß ich, dass ich was nicht machen will, aber ich weiß auch, dass es nicht okay ist, das jetzt nicht zu tun. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie das passt überhaupt nicht zusammen. Als wäre ich noch nicht so weit. Ja, als wüsste ich zwar, was ich will, aber ich weiß nicht, wie ich damit sein kann. Irgendwas da drin ist, was ich noch nicht gelernt habe oder was ich noch nicht verstehe oder. Und in solchen Fällen mache ich dann oft. Es kommt nicht oft vor, es kommt selten vor, aber wenn sowas vorkommt, dann mache ich durchaus Dinge, wo ich mir scheinbar nicht treu bin, aber ich bin mir doch treu, weil ich nur das tue, was ich wirklich kann. Ich bin nicht heiliger, als ich bin. Ich bin nicht innerlich kräftiger, als ich bin. Ich versuche einfach der Michael zu sein, der ich nun mal bin. Ja, ja, und davon lasse ich mich leiten bei solchen Dingen. Und ich habe da schon, weißt du, man kann sich selbst ja nicht trauen. Daher, das, was ich gerade erzähle, kommt daher, dass ich immer wieder merke, ich kann mir überhaupt nicht trauen. Man lernt in diesem Leben immer besser auf sich selbst zu achten. Man lernt in diesem Leben, sich selbst immer treuer zu sein. Aber man weiß ja überhaupt nicht, was das bedeutet. Und man weiß ja auch nie, bin ich jetzt auf einem Ego-Trip oder lerne ich hier gerade wirklich, mich auf eine gute Weise um mich zu kümmern? Das weiß man ja alles nicht. Man tastet sich ja in der Dunkelheit voran sozusagen. Und ich habe es immer wieder erlebt in meinem Leben, dass ich mir manchmal radikal treu war und es war gut. Es war wirklich gut. Und ich habe erlebt, dass ich mir treu war und danach fühlte es sich einfach nur doof an. Dann war da irgendwo mein Ego drin, aber ich bin halt so. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ja, meine Mutter zum Beispiel, ja, ich habe ja auch eine Mutter und ich hatte es schon, dass sie sich so gewünscht hat, dass ich sie besuche. Und eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust. Und wenn ich so kurz da reinspüre, merke ich habe keine Lust, das mache ich nicht. Aber dann merke ich nach einer Weile, dass ich aber auch nicht Nein sagen möchte. Und das ist ein Zeichen für mich, dass da noch irgendwas ist, was, wo ich nicht klar sehe. Sonst hätte ich kein Problem mit dem Nein sagen. Ja? Sonst könnte ich einfach sagen, nee, du, vielen Dank für die Einladung. Ich liebe dich total, aber ich komme nicht. Aber wenn ich merke, dass ich da mit mir selbst nicht im Reinen bin, dann weiß ich immer noch nicht, was richtig und falsch ist, aber ich habe, ich merke so, da gibt es für mich was zu entdecken. Und wenn ich nicht Nein sagen kann, dann sage ich einfach Ja. Und dann bin ich hingefahren und es war einfach schön. Also ich bin hingefahren nicht mit Groll, sondern mit aufrichtigem Ja. Ich habe mich entschlossen, ja. Ich war offen. Und dann war es für mich wertvoll und ich habe gelernt und ich hatte eine gute Zeit. Und es war fruchtbar. Zu meiner eigenen Überraschung. Also ich hatte das erste Gefühl, das sagt, nee, will ich nicht. Ich kümmere mich jetzt um mich selbst. Ich lerne Nein zu sagen. Aber dieses leise Gefühl,
Dieses ganz leise Gefühl, das sagt, ja, aber ich will nicht Nein sagen. Ich fühle mich damit nicht gut. Ich fühle mich damit nicht glücklich. Das war auch da. Und dann darauf zu hören. Das, das hat mich oft schon in sehr bereichernde Situationen gebracht. Also, du fragst, wie ich das mache. Ich versuche den Weg zu gehen, mit dem ich glücklich sein kann. Manchmal bin ich total happy, wenn ich einfach nur mich um mich selbst kümmere und mich um nichts anderes schere. Und das fühlt sich gut an. Aber oft fühlt sich das nicht gut an und ich bin nicht glücklich damit. Und dann den Weg zu finden, den ich beschreiten kann, sodass ich glücklich bin, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir nicht treu, aber irgendwas daran ist richtig. Und das mache ich dann. Und zwar mache ich das dann hundertprozentig. Ich lasse den anderen Menschen nicht fühlen, dass ich eigentlich den Gedanken hatte, ich will was anderes tun. Der andere Mensch weiß von all diesen Sachen nichts. Ich sage, okay, damit bin ich jetzt glücklich, so mache ich das. Und dann mache ich es ganz. Und dann ist es gut. Und auf die Art und Weise lernt man immer mehr. Ja, diese Art, die Sache anzugehen, die hat mir gut gedient. Schau einfach, womit du gut leben kannst. Schau, wie du dich jetzt verhalten kannst, sodass du mit dir selbst glücklich bist. Es geht nicht darum, ob deine Schwester mit dir glücklich ist oder deine Mutter, aber kannst du mit dir glücklich sein? Ja, das ist für mich der Prüfstein. Danke, Amala. Ich freue mich, dass du da bist. Michael Chris hat sich noch gemeldet und möchte dir danken. Danke, lieber Michael, schreibt er. Ich danke dir. Danke, dass du da bist. Und dann gibt es eine Frage von Mukunda. Hallo Mukunda. Wie kann ich Schuld nicht persönlich nehmen, wenn derjenige, der versucht, die Schuld nicht persönlich zu nehmen, der Schuldige selbst ist? Ja, das ist eine gute Frage. Schuld wirkt hier häufig sehr überzeugend und belastend, nahezu erdrückend. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ja, das ist, das ist ein toller Satzang, ja. Wir sind jetzt wieder mit diesem Karma, ja. Wir erleben, du erlebst im Prinzip jetzt, warum du neu geboren worden bist, ja. Im letzten Leben hast du Dinge erlebt, die du einfach total persönlich genommen hast. Ich bin so. Und jetzt bist du in diesem Leben, um das nochmal zu erleben, aber diesmal ohne es persönlich zu nehmen. Und jetzt erlebst du, warum es dir im letzten Leben nicht gelungen ist. Jetzt erlebst du gerade, warum wir als Menschen seit Urzeiten in diesem Rad der Wiedergeburt, so nennen es die Inder, äh, stecken. Weil es verdammt schwierig ist, so ein Gefühl zu erleben und dazu Ja zu sagen und es nicht persönlich zu nehmen. Das ist genau wie du sagst. Der sich da schuldig fühlt, ist überzeugt davon, dass er der Schuldige ist. Und der soll dazu jetzt Ja sagen. Ja, klingt wie ein Paradox. Und deswegen braucht man die Gnade von einem Guru, weißt du? Du bist irgendwie mit dem verbunden und plötzlich kannst du das sehen und erleben von einem Ort aus, wo du damit nicht identifiziert bist. Das ist unglaublich. Plötzlich geht's. Und davor ist es genauso, wie du sagst, es ist unmöglich. Wie soll das gehen? Ja, kann keiner logisch erklären, wie das gehen soll. Und deswegen sind wir seit
seit so vielen Leben in diesem Karussell. Es heißt, das sagte ich ja am Anfang, wir müssen das alte Karma durchleben. Das sind die Gefühle, die jetzt zu dir kommen. Ja, das ist altes Karma. Und der Guru hilft dir dabei, daraus jetzt kein neues Karma zu machen. Ja, du könntest jetzt diesen alten Kram erleben, aber dann hast du gleich das neue Karma. Ne? Dadurch entsteht dann sofort wieder dieses neue Ich. Ich bin schuldig. Ja. Und es heißt, der Karma nimmt der Guru nimmt das Karma dieses Lebens von dir, während du das Karma des letzten Lebens durchlebst. Und das heißt übersetzt, er ermöglicht es dir, das, du zu durchleben hast in diesem Leben, das zu durchleben, ohne das Gefühl zu haben, ich, ich bin so, ich tue das, ich bin schlecht, ich bin schuldig. Ich weiß, wir hier im Westen, so Sachen wie Guru und Meister, das ist überhaupt nicht in bei uns. Wir sind in so einer Kultur groß geworden, wo alle glauben, jeder kann es allein, aber es stimmt halt nicht. Und weißt du, ich erlebe das immer wieder. Ich erlebe das immer wieder. Ich bin jetzt seit vor 24 oder 25 Jahren bin ich zu meinem spirituellen Meister Soham gekommen. Vor 6,5 und jetzt bald 7 Jahren bin ich zu meinem Guru Swamiji gekommen. Und immer wieder erlebe ich es. Immer wieder. Dann bin ich im Satsang bei meinem Meister. Oder dann habe ich eine Begegnung mit meinem Guru. Im Juni war er in Deutschland und jetzt gerade am vergangenen Wochenende war in Indien Guru Purnima und er hat da, diese Veranstaltung wurde online übertragen und ich war online dabei. Und dann erlebe ich immer wieder, wie wieder aufs Neue ein Bereich meines Lebens erleichtert wird und ich da dann auch von dieser Last befreit werde und Dinge einfach so nehmen kann, wie sie sind, ohne dass ich das persönlich nehme. Immer wieder. Und ich bin jedes Mal wieder so dankbar. Deswegen sage ich auch immer wieder, meditiere, fang die Meditation an, mach die Einführung zur Meditation, dann da erzählen sie dir, da entsteht dann, weißt du, du musst ja jetzt nicht anfangen, ein Hindu zu werden, du musst jetzt nicht anfangen, nach Indien zu sausen. Aber wenn du die Meditation beginnst, wenn du die Einführung machst, dann entsteht da eine energetische Verbindung zwischen dir und diesem lebendigen Gott und der Rest passiert von selbst. Erklären kann ich es dir nicht. Ich kann dir nur sagen, dass ich es immer wieder erlebt habe. Und das ist auch der Grund, warum ich die Videos mache und die Satsangs, um, um den Menschen hier in diesem Teil der Welt, der sowas eigentlich für völlig absurd hält, zu erzählen, dass das in Wirklichkeit eine obercoole Sache ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt was anfangen kannst bei deinem Problem, dich verkehrt zu fühlen, aber du hast es da mit der einen großen Herausforderung im menschlichen Leben zu tun. Das ist genau das, worum es in diesem Leben geht. Und das ist auch genau der Grund, warum es Gurus gibt. Genau deswegen. Ja. Danke, Mukunda. Ich freue mich, dass du da bist. Ich
Ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, wir haben noch eine Viertelstunde und diesmal möchte ich meinen Spruch vor dem Ende des Satzangs sagen, weil sonst immer die Zeit ausgeht und ich dann überziehe. Ich möchte Devaseto von Jetzt TV danken, dass er das hier ermöglicht mit diesen Online-Satzangs einmal im Monat. Und ich möchte euch einfach sagen, dass Jetzt TV sehr dankbar ist für Spenden. Wenn euch danach ist, wenn dir danach ist, da was beizutragen, dann freut sich Devaseto sehr. Und Ähnliches gilt für mich. Alles, was ich hier mache, ist kostenlos und du brauchst dich auch zu nichts verpflichtet fühlen. Ich freue mich einfach, dass du da bist. Ich freue mich total, dass ich Satsang machen darf und dass ich Videos machen darf. Und worum es hier geht, ist selbstverständlich kostenlos. Ja, die Wahrheit hat keinen Preis. Außerdem gehört sie mir nicht. Das hat ja alles mit mir nichts zu tun. Ich erzähle eigentlich eh nur die ganze Zeit das, was ich eben mit Swamiji und mit Soham erlebe. Aber aus ganz praktischen Gründen freue ich mich auch sehr, wenn Menschen mich dabei finanziell unterstützen, so wie jeder das halt mag. Und wenn es dir Freude macht, mich dabei zu unterstützen, dann ist es eine ganz tolle Sache. Wenn mir genug Leute da zur Seite stehen, dann fällt es mir sehr leicht, äh, genug Zeit und Energie dafür zu finden. Und es braucht viel Zeit und viel Energie. Ja, und wenn du möchtest, wenn du da was beitragen möchtest, auf meiner Website gibt es die Spendeseite. Da habe ich die Informationen dazu hinterlegt, wie das geht. Und erst gestern habe ich es überarbeitet. Da steht jetzt auch alles Mögliche drin, was bisher gefehlt hat. Und da steht es drin, was du brauchst, um mitzumachen. Ja, so. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das diesmal nicht erst ganz am Schluss gesagt habe. Simone, jetzt bist du wieder dran. Ja, Chris hat sich nochmal gemeldet und Ja, er schreibt, ich fühle mich nicht verbunden, oder er oder sie. Ich fühle mich nicht verbunden mit dem Guru und er hilft mir auch nicht, es nicht persönlich zu nehmen. Ich muss es ja doch allein machen. Das sagt vermutlich der Verstand, aber ich erlebe es so. Ich werde immer wütend, wenn du sowas sagst, es sei dann so leicht und der Guru macht es für uns. So ist es bei mir nicht. Sorry. danke, Chris. Ich freue mich immer wieder, dass du den Mut hast, sowas zu erzählen, weil das ist nämlich echt toll. Es ist genau so. Es ist genau so. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass ich es schwer habe und dass mir keiner hilft und dass ich verkehrt bin. Das ist die Natur von Ich. Das ist einfach so. Und ich sage nicht, dass es leicht ist. Ich sage, dass es einfach ist. Was wir zu tun haben, ist einfach, aber leicht ist es nicht. Ich sagte vorhin zu der anderen Frage, das ist die eine und die schwerste Aufgabe, die wir haben. Die braucht unsere gesamte Entschlossenheit, unseren ganzen Mut, unsere gesamte Energie, uns um diese eine Sache zu kümmern, die zu lernen, ganz allmählich. Sonst wären wir nicht hier, sonst wären wir längst befreit. Aber es ist sakrisch schwer. Ja? Wenn ich sage, es ist leicht, dann meine ich damit, es ist nicht kompliziert. Es ist eigentlich ganz einfach, aber da drinnen, da ist es schwer. Ich weiß. Und ich weiß, dass man das Gefühl hat, dass man ganz allein damit ist. Lustigerweise wurde genau dieses Gefühl heute bei mir auch getriggert. Ich habe ja vorhin anklingen lassen, dass ich heute auch Gelegenheit hatte, mal wieder diese alten Gefühle willkommen zu heißen. Und so ist es einfach. Wir können nicht sehen, wie Gott uns trägt. Das können wir nicht sehen. Von außen, bei anderen Leuten kannst du es sehen, ne? Aber nicht bei dir.
Und andere Leute können es bei dir sehen. Ich zum Beispiel, ich sehe es bei dir, wie du getragen wirst und wie du immer schöner wirst. Aber bei mir selber sehe ich nur von innen dieses Ich und all das Verkehrte. Ja, es gibt ja diese schöne kleine Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, aber sie berührt mich einfach, weil sie genau das so schön beschreibt. Ne? Jemand kommt in den Himmel und trifft Gott und dann Gott heißt ihn willkommen oder sie und dann schauen sie sich das Leben des Menschen an, was alles passiert ist. Und, und der Mensch hat nämlich was auf dem Herzen. Der schaut mit Gott den Lebensfilm an und dann sieht man wieder, man sieht die Spuren im Leben, ja. Und dann kann er von da oben sehen, wie da immer zwei Spuren waren, ja. Einmal die Spur von ihm selbst und die Spuren von Gott, der bei ihm war, während des gesamten Lebens. Und dann kommen sie im Leben an die Stelle, wo es der Mensch unendlich schwer hatte, wo er fast zerbrochen ist. Und ausgerechnet an der Stelle, da sieht man nur noch eine Fußspur und nicht mehr zwei. Und da sagt der Mensch, siehst du, da habe ich mich allein gelassen gefühlt. Da war ich so allein und da siehst du es, du warst nicht da. Und so fühlen wir uns. Genau dann, wenn es so geht. Dann sagt Gott, ja, da habe ich dich getragen. Da konntest du nicht mehr laufen. Ich habe dich getragen. Aber wir wissen davon nichts. Und dass du in diesem Leben mit deinem Karma und dieser Last dieses Leben leben darfst, dass du das überhaupt fühlen kannst. Weißt du, wenn du kein gesegnetes Leben hättest, würdest du das alles gar nicht fühlen. Dann wärst du einer von diesen Leuten, die du in deiner Umgebung erlebst, die dein Leben so schwer machen, die nichts von dem allen wissen und die nichts von all dem spüren. Und du siehst, wie schrecklich das für die ist. Du siehst, was sie für ein furchtbares Leben haben. So wertlos. Und wir dürfen das fühlen. Wir können anfangen, das zu fühlen. Ja, es ist schwer. So ein Segen. Aber wir wissen nichts von der Hilfe. Wir wissen nichts von der Hilfe, die ständig um uns herum ist. Und wenn es uns am dreckigsten geht, fühlen wir es am allerwenigsten. Und da trägt uns Gott. Da trägt uns das Leben. Deswegen mag ich die Geschichte so. Weil das, was du berichtest, so geht es jedem einzelnen Menschen auf seine Art und Weise. Wir wissen nicht, wie Gott uns trägt. Die Menschen wissen auch nicht, ja, ich meine, jetzt ist dieser Guru, Swamiji hier. Ja, das ist pure Gottesenergie, die auf die Erde kommt. Aber die Menschen erkennen ihn nicht. Ja, für den ja, so ein Guru, was soll ich denn damit? Ja, wir erkennen die Hilfe nicht. Wir erkennen sie einfach nicht. Es war wie bei Jesus damals. Heute finden alle Jesus cool und denken, ja, wenn der da wäre, dann wäre ich auch einer seiner Jünger. Aber damals, als er da war, haben ihn die Leute nicht erkannt. Und jetzt ist Gott wieder da mit in einem anderen Medium, ja. Und da kennen ihn die Leute auch nicht. So war es schon immer. Und wenn Gott uns trägt, erkennen wir ihn nicht. So ist es einfach, weil wir einfach nicht klar sehen können. Das heißt aber nicht, dass du nicht getragen wirst. Ich weiß schon, das hilft alles nichts, aber so ist es einfach.
Und dazu Ja sagen, sich so verloren fühlen, sich so verlassen fühlen, das ist wichtig. Das ist keine Strafe. Das ist der Weg raus aus unserer Ego-Falle. Es gibt diese wunderschöne Geschichte vom verlorenen Sohn. Der musste raus in die Welt und alles falsch machen. Der hat natürlich nichts falsch gemacht, in Wirklichkeit, aber er ist seinen Weg gegangen und fühlte sich vollkommen verkehrt und war sich sicher, dass er alles falsch macht. Und er war sich auch sicher, dass sein Vater, Gott, ja, ihn verlassen hat und ihn verdammt. Und er musste dadurch, um an den Punkt zu kommen, wo er trotzdem umkehren konnte. An den Punkt, wo du jetzt auch bist in diesem Leben. Und dann ändert sich alles. Und der Vater, Gott, feiert dann natürlich, obwohl wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und weißt du, wenn ich sage, es ist leicht, das ist eine Frage der Perspektive. Es dauert einfach Zeit. Und wir haben in diesem Leben nichts anderes zu tun, als uns damit anzufreunden, was uns jetzt gerade plagt. Das ist die eine Aufgabe, die wir haben. Und an der einen Aufgabe, da halten wir einfach so lange dran fest, bis wir dann endlich irgendwann Ja sagen können. Und dafür ist dieses Leben da. Das geht nicht in 5 Minuten, das geht nicht in einem Jahr. Es dauert Zeit. Alles im Leben braucht Zeit, jedes Wachsen, jede Veränderung braucht viele, viele Jahre. Auch in der Natur, alles braucht Zeit. Jahrzehnte, Jahrhunderte. Aber im spirituellen Bereich, da haben wir irgendwie so eine ganz lustige, vielleicht ist es auch eine westliche Ansicht, dass da alles zack, zack geht. Aber es braucht einfach Zeit. Und darüber rede ich immer wieder. Trotz des Schmerzes und trotz dieser Verzweiflung geduldig zu sein. Und du bist unendlich geduldig. Das ist deine große Stärke. Du bist schon seit so vielen Jahren an diesem Punkt und bist immer noch hier. Und das ist einfach wow. Deswegen freue ich mich so, dass du da bist. Danke. Es gibt noch eine Ein, Frage, Michael. Darf ich sie noch vorlesen? na gut, gerne. Claudia schreibt, geliebter Michael, du sprachst vorhin von sexueller Schuld. Bei mir geht es um finanzielle Schuld und auch die Schuld, geliebte Menschen zu hart behandelt zu haben. Gleichzeitig bin ich in einer Situation, in der ich auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen bin, unter anderem von meiner Mutter. Und genau ihre Hilfe wollte ich eigentlich auf jeden Fall vermeiden. Ich habe vor kurzem begonnen zu meditieren. Meine Frage ist jetzt die: Ich fühle so ein heftiges Zittern in meinem Bauch, dass ich sehr aggressiv werde. Soll das rein im Körper gefühlt werden oder wäre es auch hilfreich, es durch Sport oder anderes auszuagieren? Denn ich fürchte mich sehr, dass ich es nochmal an einem Menschen auslasse. Kannst du mir etwas dazu sagen? Danke, danke. Ich freue mich, dass ich deine Frage heute noch hören konnte. Ich werde es aber 2,5 Minuten überziehen. Aber Simone, du kümmerst dich ja ums Ende heute, ne? Wir belasten es den Ja, Devasseto nicht, richtig, ja? genau. Mhm. Gut, da bin ich Ja. sehr froh.
Ja, es ist lustig. Wir, manchmal sind wir in einer Situation, wo wir wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Und dann besteht die Kunst darin, Gott nicht zu sagen, woher die Hilfe kommen soll, sondern dann besteht die Kunst darin, die Hilfe anzunehmen, die kommt. Und wenn sie dann von Menschen kommt, die für dich eigentlich schwierig sind, dann ist es mit Sicherheit auch ein großes Geschenk. Sozusagen eine Hilfe im doppelten Sinne. Du bekommst die Hilfe, die du eigentlich erhofft hast, und obendrein bekommst du noch eine zweite Hilfe, nämlich mit etwas Frieden zu schließen, vor dem du eigentlich lieber weggelaufen wärst. Und das ist echt eine Kunst. Das, was das Leben bringt, anzunehmen und nicht dem Leben vorzuschreiben, wie es mir bitteschön helfen soll. Und wegen deiner Wut, wenn du das Gefühl hast, dass Sport gut für dich ist in dieser Sache, dann ist es toll, dann mach das. Beweg deinen Körper, bring deinen Körper in die Natur, belaste deinen Körper, der liebt das. Und meditiere. Und wenn du die Samapan-Meditation machst, ich weiß nicht, ich sprach da vorhin darüber, falls du noch nicht die Einführung in die Samapan-Meditation gemacht hast, dann lege ich dir sehr nahe, das zu tun. Das ist eine ganz einfache Sache, macht Spaß, ist völlig harmlos. Kann man einmal in der Woche Montagabend online machen bei den Leuten von der meditation.de. Es gibt aber auch andere Termine, wo man das wahrnehmen kann. Auch in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt, geht es auch einmal in der Woche vor Ort. Wenn du das machst, wird sich das, was für dich in der Meditation geschieht, verändern. Einfach deswegen, weil du dann eine ganz andere Verbindung bekommst. Das wollte ich nur noch der Vollständigkeit erwähnen. Das ist echt ein Unterschied. Ich vergesse das oft zu sagen, weil ich, als ich die Samapan-Meditation kennengelernt habe, gleich ganz am Anfang eine Einführung gemacht habe. Das war das allererste, so habe ich sie kennengelernt. Und deswegen war das für mich später nie wieder ein Thema. Aber dann, ich treffe dann immer wieder Leute, die die Meditation begonnen haben, weil sie davon gehört haben oder vielleicht, weil ich davon gesprochen habe, aber die noch nie was von so einer Einführung gehört haben. Aber das ist echt ein Unterschied. Da passiert was, was ich dir nicht erklären kann. Ich habe vorhin versucht, das ein bisschen zu erzählen, durch meine Erlebnisse, wenn ich meinem Guru Swamiji nahe gekommen bin. Da wird irgendeine Gnade von diesem Medium Gottes übertragen. Die kann man nicht sehen, die kann man nicht fühlen, die kann man nicht schmecken. Man merkt nur hinterher, dass das Leben sich verändert und dass Dinge leichter werden, mit denen man immer ein Problem hatte. Und das passiert, es ist, als würde in der Meditation dann eine ganz neue Qualität Einzug halten. Ja, und weil das für mich so normal ist, weil ich es eigentlich gar nicht anders kenne, vergesse ich immer mal wieder das zu erwähnen, aber tu das, falls du es noch nicht gemacht hast. Geht ganz leicht, kostet nichts und ist interessant und sehr, sehr schön. Auf meiner Website, auf der Meditationsseite, habe ich alle Links zusammengetragen, die man dazu braucht. Da findest du den Link zu der Information der Online-Einführung, die es da montags immer gibt. Und das lege ich dir nahe. Und dann kannst du, wenn du meditierst, dann wird es dir leichter fallen, das alles da sein zu lassen, wo es ist, nämlich in deinem Körper und dich mit dem zu verbinden, was das dann alles heilen wird. So erlebe ich das in meinem Leben. Ich habe aufgehört, mich um diese ganzen Dinge zu kümmern. Ich meditiere und erlebe, wie die
Lösung und die Heilung in mich strömt, ohne dass ich konkret weiß, wie es funktioniert. Und ich mache natürlich genau das, was du vorgeschlagen hast, das, was mir hilfreich erscheint im praktischen Leben, die Inspirationen, die ich dafür bekomme, die Lust, die ich darauf bekomme, darauf höre ich natürlich. Ja, wenn du das Gefühl hast, Sport wäre gut, würde ich es auf jeden Fall machen. Ja. Mach Sport, schlaf genug und meditiere. Schau, dass du genügend Zeit alleine hast, mit dir selbst, mit deiner Seele. So, und jetzt müssen wir aufhören. Danke für deine Frage. Und ich danke dir, dass du hier dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dir Satsang machen und erleben darf. Ich liebe dich.